wir feststellen, dass wir dieses Ziel in weitem Maße erreicht haben. Deutschland hat seine staatliche Einheit in Freiheit wiedererlangt. Und wir alle wissen, dass das ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika nicht möglich gewesen wäre. Meine Damen und Herren, heute... Let me begin by sharing with you how very pleased indeed my wife Doris and I are about this opportunity of welcoming you, Mr. President, and your wife Laura, not only to Germany but here to Mainz as well. Your visit is a strong sign of the true friendship, and I emphasize friendship and trusting cooperation that has developed between Germany and the United States of America. I still remember the days in May '89 when your father, Mr. President, came here, and only a few months before the fall of what was in the Berlin Wall, he committed himself very strongly to the idea of a united Europe as a strong partner by the side of the United States of America. Now here we stand today, 15 years later, and that target, I can only say, is downright achieved. Germany has gone in and re-established the unity of its own state, and it has done so in freedom. All of this would not have been possible without the United States of America, Mr. President. Here we stand today as equal partners, equal friends and real allies, where we get together for proper cooperation to muster the challenges we're all faced with today. Die Zusammenarbeit, die wir pflegen, gilt für den Kampf gegen den Terrorismus, gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, aber auch gegen Unterentwicklung und Epidemien wie HIV/AIDS. Und es gilt, auch das haben wir deutlich gemacht, für den gemeinsamen Kampf zum Schutz und zur Verbesserung des Klimas in unserer einen Welt. Wir beteiligen uns gemeinsam an der friedlichen Lösung regionaler Konflikte auf dem Balkan, in Afghanistan und im Nahen Osten. Das vereinte und souveräne Deutschland hat gezeigt, dass es bereit und in der Lage ist, internationale Verantwortung zu übernehmen. Our cooperation, be it in the fight against international terrorism, be it against proliferation of weapons of mass destruction, be it the fight against underdevelopment or epidemics such as HIV and AIDS, in all of those fields we stand united, and we're really fighting together, also in the field of creating a good climate for this one world we're all living in. We jointly show military commitment. In the Balkans, for example, in Afghanistan, we show international cooperation when it is about dealing with crises such as the one in the Middle East, for example. And all of this is done by the now united, sovereign Germany, which stands ready to take on all these international and growing responsibilities. Auch das größer gewordene Europa trägt eine gewachsene Verantwortung für Frieden, für Entwicklung und für internationale Stabilität. Die europäische Integration und die Entwicklung einer handlungsfähigen gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäer dienen diesem Ziel. Durch Ihren gestrigen Besuch bei der NATO und bei der Europäischen Union, Herr Präsident, haben Sie ein Zeichen gesetzt, dass die heutige transatlantische Kooperation auf beiden Pfeilern steht. Meine Damen und Herren, unsere besonderen Beziehungen werden auf einzigartige Weise durch die vielfältigen zivilgesellschaftlichen Kontakte, durch die starke ökonomische Verflechtung, aber auch durch den kulturellen Austausch geprägt. Neben der politischen und historischen Verbundenheit sind es vor allem diese Begegnungen der Menschen, die den Begriff der transatlantischen Freundschaft immer wieder neu mit Leben erfüllen. Lassen Sie mich deshalb mein Glas auf die deutsch-amerikanische Freundschaft und auf unsere Zusammenarbeit erheben, wenn ich eins hätte. Aber nehmen Sie es einfach symbolisch. Es geht hier nun mal so, dann muss es auch vor. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
international peace, for development, and for the stability around the world. And we are certainly ready to take action in the field of foreign and security policy. We are trying to develop a joint foreign and security policy in Europe that very much serves this aforementioned purpose. You, Mr. President, made the effort to visit the European Union and NATO yesterday. You delivered speeches there, and by saying what you said, you set a sign that the alliance and partnership really rests on two strong pillars here. Now, ladies and gentlemen, the unique ties that tie our two countries together especially rest upon things such as the civil societies on both sides of the Atlantic. We are tied together through strong economic exchange and through a lot of cultural ties too. Now, it is apart from the political and cultural ties that there is also a real atmosphere, a spirit of a transatlantic relationship that brings. Now that takes me to the end of my beginning words here to you. If I had a glass, which unfortunately I don't, I would raise it and propose a toast to German-US friendship and cooperation. Now since I don't have that glass, it's a bit embarrassing, but it says it in my text, I need to say it anyway. And just by the way, if the glass, I just said if I had a glass, I would always say the glass were full. I never wanted to be a chef. I always wanted to be a chef and never wanted to be a waiter. Thank you. Now, Gerhard, before I raise my imaginary glass, I do want to thank you for your hospitality. You and Doris have been very kind to Laura and me, and we appreciate that. I want to thank all the folks that have come to say hello from around this great country. It means a lot to both of us that you're here. Gerhard, bevor ich das imaginäre Glas jetzt erhebe, möchte ich mich bedanken bei dir und deiner Frau Doris für die Gastfreundschaft. Laura und ich schätzen sie ungeheuer und ich danke auch allen Damen und Herren, die hier im Saal erschienen sind. You know, in the course of my political career, I've often been accused of following in my father's footsteps. Im Laufe meiner politischen Karriere hat man mir oft vorgeworfen, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters trete. I don't know why people say that. Ich verstehe gar nicht, warum das gesagt wird. I'm proud to be here 16 years after he was here. Ich bin stolz darauf, 16 Jahre nach seinem Besuch hier auch wieder hier auf Besuch sein zu können. I hope he brought my mother. Ich hoffe, er hatte auch meine Mutter mitgebracht damals. Because like me, we both married above ourselves. Genauso wie ich haben wir beide Frauen geheiratet, die was Besseres waren als wir. I'm proud to be traveling along. Und ich bin sehr stolz darauf. The first trip I took since my second inauguration was to Europe. Die erste Reise nach meiner zweiten Amtseinführung führte mich nach Europa. Because Europe is a vital relationship for the United States of America. Weil Europa eine lebenswichtige Beziehung für die Vereinigten Staaten ist. It is in my nation's interest that Europe be strong. Es ist im Interesse meines Landes, dass Europa stark ist. We want a strong partner for peace and freedom. Wir wollen einen starken Partner für den Frieden und die Freiheit. We can't have good, strong relations with Europe if we don't have good relations with Germany. Und wir können keine guten Beziehungen zu Europa haben, wenn wir keine gute Freundschaft zu Deutschland haben. This great nation is the heart of Europe. Denn dieses großartige Land ist das Herz Europas. My trip today should say to people of this good country, my country, that past disagreements are behind us and we're moving forward for the good of mankind. Bei meiner Reise heute will ich Ihnen und auch meinem eigenen Land sagen, dass die Meinungsverschiedenheiten der Vergangenheit hinter uns liegen. And that shouldn't be a surprise to people. Und das sollte niemanden überraschen. Because we believe in human rights and human dignity and the worth of every individual. Denn wir glauben an Menschenrechte, an die menschliche Würde und den Wert, den ein jeder Mensch darstellt. And so it's today I come to Germany to raise my imaginary glass to our friendship, our relationship, our ability to work together, and for
freedom and peace. May God bless you all.